Heute sprechen wir über die letzten Parlamentswahlen, die vor kurzem in Polen stattfanden und das Referendum. Zusätzlich zeige ich euch auch noch wahnsinnig interessante Statistiken, die euch wirklich sehr wundern werden. Und ich werde auch noch meinen eigenen Erfahrungsbericht zu diesem ganzen Thema wiedergeben, da ich selber persönlich auch wählen war. Deswegen schau dir auf jeden Fall das Video bis zum Ende an und gleich nach dem Intro geht's auch schon los. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie gerade erwähnt, werden wir ein bisschen über die Wahlergebnisse sprechen und ja, werden auch ein bisschen vielleicht philosophieren, was eventuell passieren kann oder was überhaupt nicht passieren wird. Und ja, ich würde einfach sagen, ich nehme euch am besten mal mit bei mir auf meinem Bildschirm, um euch auch alles besser nochmal zeigen zu können. So, jetzt müsstet ihr eigentlich mein Bildschirm sehen können und ja, fangen wir am besten einfach mal so an. Hier haben wir jetzt das ganze Wahlergebnis. Wir haben hier eine Wahlfrequenz von 74,38%, was in Polen ein Rekord ist. Es gab noch nie so eine hohe Wahlbeteiligung seit Ende des Kommunismus. Dann schauen wir einfach mal hier auch nochmal uns hier die Ergebnisse an. Also zum dritten Mal in Folge hat die PiS-Partei die Wahlen gewonnen, hat aber nicht die absolute Mehrheit. Ja genau, also hier sehen wir dann auch die PiS-Partei, das ist die rechte konservative Partei. Dann haben wir hier die KO, das ist mehr die liberale EU-offene Partei, wo auch der Donald Tusk mit drin ist. Dann haben wir hier die PSL bzw. den dritten Weg. Das ist so eine Partei, da ist irgendwie alles mit drin. Also die ist politisch mehr mittig eingestellt, ist aber auch etwas liberal, ist auch ein bisschen grün und ja, ist aber auch pro Kirche. Also da ist wirklich irgendwie alles irgendwie in einem Topf geschmissen worden. Zumindest habe ich das so empfunden. Und dann haben wir hier Lewica, die Linken, die haben hier 8,61% erreicht. Und dann haben wir hier die Konfederacja mit 7,16%. Die Konfederacja ist eine Partei, die ist noch ein Stück konservativer eingestellt wie die PiS. Dazu verliere ich aber gleich auch noch ein paar Worte. Und hier haben wir dann auch noch zwei Ergebnisse, die jetzt nicht nennenswert sind, da die keine 5%-Hürde erreicht haben, um in die Sejm reinzukommen. Die PiS hat die Wahl gewonnen, hat aber nicht die absolute Mehrheit, um zu regieren. Und wir haben hier 460 Mandate und es sind mindestens 231 Mandate benötigt. Und ja, wir schauen einfach mal, wie das jetzt ja auch hier aussieht. Wenn wir einfach mal hier alles wegklicken, dann haben wir hier die PiS mit 194 Stimmen. Die der PiS eventuell am ähnlichsten ist, das ist die Konfederacja. Das ist auch eine rechte konservative Partei. Die ist noch extremer wie die PiS, nenne ich das jetzt einfach mal. Die ist wirklich auf Polen eingestellt, also der Pole zuerst, das Land Polen steht an erster Stelle. Man darf das aber auch jetzt nicht irgendwie vergleichen, sowas wie mit der NPD zum Beispiel in Deutschland. Die sagen auch, dass die im Prinzip jetzt nicht wirklich ein Problem mit Ausländern haben, um jetzt hier vielleicht auch noch zwei, drei Sachen zu nennen. Die sind zum Beispiel auch für die Todesstrafe bei Mördern hier in Polen. Oder was die auch sagen, wenn wir jetzt das Thema Ukraine einmal aufgreifen, die sagen zum Beispiel, die haben nichts gegen die Ukraine, die haben kein Problem damit, wenn der Ukraine in der Ukraine bleibt, die haben kein Problem damit, wenn der Ukraine nach Polen kommt oder wenn der auch weiter nach Deutschland zieht, die haben überhaupt gar kein Problem damit. Welches Problem die aber sehen ist, dass der Ukraine, der aus der Ukraine nach Polen kommt, mehr Sozialleistungen kriegt wie der Pole. Und ja, die sind natürlich ganz strikt auch dagegen dann, dass die sagen, ja, der Pole steht im Vordergrund. Und ja, das ist einfach deren Programm. Die haben auch vor den Wahlen schon gesagt, dass die auf gar keinen Fall mit der PiS zusammenarbeiten werden, falls mal irgendwie ein knappes Ergebnis kommen sollte. Deswegen, aber das ist so, sage ich jetzt mal, die engste Partei, die am nächsten zu PiS ist. Aber selbst wenn die sich zusammenpacken würden, würden die keine 231 Mandate erreichen. Deswegen wird derzeit hier über diese Konstellation gesprochen. Das ist die KO, die Linken und der dritte Weg. Wenn die drei sich zusammentun, dann haben wir hier über 231 Mandate. Das heißt, die alle drei zusammen haben 248 Mandate.
Und hier muss man aber auch noch immer eine Sache beachten, selbst wenn die drei sich jetzt zusammentun würden, ist das hier auch nicht immer so ganz leicht mit diesen ganzen, sage ich jetzt mal, Gesetzesänderungen. Weil hier in Polen gibt es auch noch den Präsidenten Andrzej Duda. Der Andrzej Duda, der ist auch ja, PiS-Sympathisant, das ist aber auch überhaupt gar kein Geheimnis. Und in Polen hat der Präsident immer noch das letzte Wort. Also nur wenn er, sage ich mal, seine Genehmigung gibt, sein Okay gibt, werden auch die Gesetze alle durchgebracht. Deswegen ist das auch immer sehr wichtig, dass im Sejm immer, sage ich jetzt mal, die Partei regiert oder die meisten Mandate hat, die auch zum Präsidenten nahestehen. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann wird es immer Probleme geben, wenn es um Gesetzesumsetzungen geht. Und deswegen haben wir hier eine eventuelle Koalition, worüber auch derzeit diskutiert wird. Aber auch bei den dreien muss man sagen, könnte es etwas kritisch werden, denn die KO und Linken, die sind sich schon in vielen Sachen eigentlich einig, aber PSL bzw. der dritte Weg, die sind dann auch ein bisschen anders. Die sind auch zum Beispiel dafür, dass, wenn wir uns jetzt mal das Abtreibungsgesetz anschauen, die sind auch dafür, ja, eine Abtreibung muss nicht sein, also die stimmen da schon mehr der PiS zu, wobei die KO und der Lewica, die Lewica schon dieses Gesetz wieder umdrehen wollen und sagen, ja, die wollen wieder eine Abtreibung einführen ab 3 Monate. Das heißt, dass die Frau das Recht hat, bis zum 3. Monat abtreiben zu dürfen. Und sogar der Donald Tusk hat das versprochen, wenn er gewinnen sollte, wird das innerhalb von 100 Tagen umgesetzt. Deswegen könnte es aber trotzdem hier einfach einige Probleme geben. Eine Möglichkeit, was auch noch passieren könnte, eine Koalition zwischen PiS und dem dritten Weg, was aber sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Die sind zwar auch sehr christlich eingestellt, der dritte Weg, also die sind wirklich pro Kirche, was ja der PiS zugutekommen könnte, aber eine sehr, sehr, sehr unwahrscheinliche Koalition. Also das, was am nächsten steht, wird das sein. Auch wenn jetzt die KO nur mit dem dritten Weg regieren wollen würde, würde es nicht klappen. Oder nur mit den Linken würde es auch nicht klappen. Also es würde nur diese Konstellation gehen. Aber wie gesagt, da hat immer noch der Präsident immer noch ein Wörtchen mitzureden. Und ich bin mir da total sicher, dass der Präsident wirklich Steine in den Weg legen wird, alles versuchen wird, um in die Länge zu ziehen. Einfach, ja, weil er einfach PiS-Sympathisant ist. Auf politischer Ebene kann man das wahrscheinlich dann auch verstehen, dass das dann so durchgezogen wird. Ich denke mal, in den nächsten Wochen werden wir da genauere Ergebnisse haben. Dann werde ich eventuell auch nochmal darüber berichten. Und dann können wir das hier alles hier auch nochmal uns hier anschauen, wie das hier auf der Karte aussieht. Also man sieht hier, alles was mehr westlich ist, haben die Menschen mehr die KO gewählt. Alles was dann so mittig in den Osten geht, ist dann schon mehr auf PiS eingestellt. Ist ja auch gar kein Geheimnis, das war eigentlich schon fast immer so. Hier gibt es auch noch andere Statistiken. Ich packe euch das auf jeden Fall in der Videobeschreibung rein, dann könnt ihr euch das auch nochmal alles anschauen, durchklicken und selber hier versuchen, irgendwelche tollen Statistiken hier aufzubauen. Ja, dann schauen wir uns das Gleiche im Prinzip auch nochmal in Zahlen an. Also das ist hier genau das Gleiche, nur in Zahlen dargestellt. Also hier sehen wir 7,6 Millionen Menschen haben die PiS gewählt, 6,6 Millionen Menschen die KO. Dann haben wir hier den dritten Weg mit 3,1 Millionen Menschen und dann wird es hier immer weniger und immer weniger. Hier sogar die deutsche Minderheit, 25.000 Menschen haben sogar die deutsche Minderheit gewählt hier. Also das ist hier wirklich etwas für Statistiklustige, die wirklich Bock haben, sich hier einiges anzuschauen, weil hier haben wir jetzt die Polenkarte und hier kann man wirklich nach Gemeinde und Gebieten filtern, wer hier wo was gewählt hat. Also wirklich total interessant. Wer Bock hat, kann sich das anschauen. Hier kann man sich das eventuell auch auf Englisch umstellen, wer der polnischen Sprache nicht mächtig ist. Aber das ist auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall etwas sehr, sehr, sehr Interessantes. Ich mag Statistiken und deswegen habe ich mich hier so ein bisschen durchgeklickt. Gehen wir aber trotzdem einfach mal weiter. Ich will euch damit jetzt hier auch nicht aufhalten. Schauen wir uns jetzt einfach auch mal das Referendum an, weil bei dem Referendum haben wir auch eigentlich ein sehr, sehr, sehr interessantes Ergebnis. Und ja, ich würde sagen, hier ist aber etwas ganz schön schief gelaufen.
Bei einer normalen Wahl, also bei einer normalen Parlamentswahl, ist das ja so, man geht ins Wahllokal und dann kriegt man halt 2 Zettel, wo man dann ja, seine Partei bzw. seinen Politiker wählt, der ins Sejm reinkommen soll. Jetzt bei dem Wahl gab es auch noch einen 3. Wahlzettel dazu, um am Referendum teilzunehmen. Und ja, im Prinzip war das so, dass der Wahlhelfer verpflichtet war, ohne zu fragen, dem Wähler ein Referendum mitzugeben. Aber wenn der Wähler selber von sich gesagt hat, er möchte am Referendum nicht teilnehmen, war genauso der Wahlhelfer verpflichtet, das Referendum nicht mitzugeben. Also es sollte im Prinzip nicht so aussehen, dass der Wähler ins Wahllokal geht und der Wahlhelfer fragt, möchten Sie am Referendum teilnehmen? Was in dem Fall sehr oft vorgekommen ist. Und ja, dadurch haben wir auch nicht so eine große Frequenz bei dem Referendum, weil das Referendum verpflichtend gewesen wäre, ja, wenn wir eine Frequenz von über 50% hätten. Aber weil bei den Wahlen einfach einiges schief gelaufen ist, schauen wir mal hier auf ganz Polen, haben wir eine Wahlbeteiligung von 40,91% und auch schon, ja, wie man das auch schon bei den Parlamentswahlen gesehen hat, alles was östlich geht, die haben am Referendum teilgenommen. Alles was mehr westlich ist, haben weniger am Referendum teilgenommen. Genau, und ich denke, ja, da ist einfach auch dieses ganze, da ist auch irgendwie dieses ganze Referendumplan oder die Idee der PiS-Partei nicht ganz aufgegangen. Ja, hätte man eine Frequenz von über 50%, dann wäre das, was hier, die Fragen, die hier gestellt worden ist, verpflichtend gewesen, das umzusetzen. Ein Video zum Referendum habe ich auch gemacht, deswegen gehen wir jetzt hier nicht alle Fragen nochmal durch. Schaut euch das auf jeden Fall an, aber wir sehen hier alles oder überwiegend, dass die am Referendum teilgenommen haben, haben überwiegend auf Nein gestimmt, ganz klar. Dann schauen wir uns jetzt noch eine weitere sehr interessante Statistik an. Und zwar schauen wir uns an, wie Männer und Frauen in bestimmten Alter gewählt haben. Und ich zeige euch jetzt hier auch nochmal gleich 2, 3 sehr interessante Sachen, die euch wahrscheinlich vielleicht nicht ganz wundern werden, aber ja, die eigentlich schon sehr interessant ist. Also hier haben wir nochmal das ganze Wahlergebnis, ja, was wir uns auch schon gerade angeschaut haben. Und hier haben wir jetzt die Wahlergebnisse bei Männer und Frauen zwischen 18 und 29 Jahre, also im Prinzip alles, was unter 30 Jahre ist. Und dann sehen wir hier, wie die Menschen gewählt haben. Also alles, was dunkelblau ist, sind Männer. Alles, was hellblau ist, sind Frauen. Und ja, hier sehen wir dann auch ganz klar, dass bei den unter 30-Jährigen die Männer und Frauen überwiegend die K.O. gewählt haben und ja, weniger Leute sogar die PiS gewählt haben. Und das ist jetzt hier nur so ein bisschen meine eigene Meinung. Ich denke, hätte die PiS nicht dieses ganz scharfe Abtreibungsgesetz mit Ach und Krach durchgeboxt, dann denke ich mal, hätten die sogar mehr Wählerstimmen gehabt. Und das wären jetzt die Stimmen gewesen, die eigentlich gebraucht hätten, um die absolute Mehrheit zu haben. Weil, ja, man sieht ja hier, schaut mal, 15% der Männer und 16% der Frauen haben wirklich nur die PiS gewählt. Und ja, die haben sich einfach mit dieser Gesetzesänderung einfach selber ins Knie geschossen, ist so zumindest meine Meinung. Also man kann hier auf jeden Fall sehen, dass die unter 30-Jährigen mehr die K.O. gewählt haben. Aber wie sieht das denn jetzt bei den anderen aus? Also hier sehen wir jetzt alles, was zwischen 30 und 39 ist. Da hat hier schon die PiS mit den Stimmen aufgeholt. Man sieht ja, die K.O. bleibt immer ungefähr so gleich, so wie hier auch bei ungefähr 25, 30, 31%. Hier sind wir bei 28 und 30%. Aber die PiS hat jetzt hier schon mehr Stimmen. Ja, bei den zwischen 30 und 39-Jährigen. Und wenn wir noch weiter schauen, bei den 40- und 49-Jährigen haben immer mehr Leute die PiS gewählt. Also umso älter das Publikum wird, umso mehr Menschen wählen die PiS einfach. Also man sieht das ja auch. Und hier diese ganzen anderen kleineren Parteien, sowas wie die Linken, Confederatia oder PSL, das wird dann auch immer weniger und immer weniger. Wenn wir das hier auch nochmal schauen, ne? Und genau, jetzt schauen wir auch mal, wie das aussieht bei den zwischen 50 und 59-Jährigen. Ja, alles was ab 50 ist, sagen wir mal, ist schon mehr der PiS-Wähler, sieht man hier ganz klar. Hier, wir gehen schon hier langsam auf die fast 50% zu. Hier die anderen kleinen Parteien, das wird hier immer weniger und immer weniger. Und
schauen wir uns jetzt auch nochmal bei den ab 60-Jährigen an. Dann sieht man, dass hier die Peace auf jeden Fall bei den ab 60-Jährigen schon ganz stark dominiert. Was mir hier aber auch noch ganz aufgefallen ist, man muss schon sagen, umso älter das Publikum wird, umso mehr sind die Peace-Wähler. Aber mir ist etwas bei der Confederacia aufgefallen. Schaut euch mal an. Wir haben die 18- bis 29-Jährigen, haben hier die Männer 26,3% gewählt. Also das ist hier das zweitbeste Ergebnis von allem, was wir hier sehen. Und umso älter das Publikum wird, umso weniger Stimmen kriegen die. Also auch die anderen Parteien, aber hier ganz wenig. Schaut mal, hier bei den fast unter 60-Jährigen sind das hier nur noch so um die 3%. Und wenn wir schon bei den 60-Jährigen schauen aufwärts, dann sind das hier gerade mal 1%. Nee, das ist ja fast gar nichts. Und ich habe da jetzt so vielleicht meine eigene Theorie. Ihr könnt vielleicht auch eure Meinung dazu sagen, was ihr darüber denkt, was ich jetzt hier, wie meine Theorie jetzt klingen wird. Aber es ist ja auch gar kein Geheimnis, dass hier bei der älteren Generation der Fernsehen schon so dieses Hauptmedium ist, was hier genutzt wird. Also die meisten älteren Menschen schauen Fernsehen und die glauben auch, was im Fernsehen gesagt wird. Das ist auch überhaupt gar kein Geheimnis. Und ja, man muss auch sagen, die Peace, die macht schon sehr viel Propaganda im Fernsehen. Das braucht man auch gar nicht irgendwie abstreiten oder sonst irgendetwas. Deswegen sind auch hier die Wahlergebnisse so schwach. Aber bei der jungen Generation hat hier die Confederacia, hat hier die Confederacia einfach ganz hohe Stimmen bei einem Gesamtergebnis von nur 7,16%. Und ich zeige euch jetzt mal etwas ganz Interessantes. Schaut mal euch hier die anderen YouTube-Kanäle an. Zum Beispiel Peace hat 18.500 Abonnenten. Die K.O. hat 21.400 Abonnenten. Und jetzt schaut euch mal die Confederacia an, wie viele Abonnenten die haben. 303.000 Abonnenten. Das ist, also wenn man das jetzt mal mit Peace und der K.O. vergleicht, dann ist die Confederacia, was Internet angeht, auf jeden Fall sehr weit vorne. Und ihr könnt euch mal ein paar YouTube-Videos von denen anschauen, wie bei so eine Show aussieht. Also da haben wir das dann wirklich so sehr extrem, so mit Feuerwerk und alles und so weiter. Und ich will jetzt hier wirklich nicht die Peace-Partei schlecht reden oder die K.O.-Partei, aber schauen wir uns mal die Peace-Partei an. Bei der Peace-Partei ist der Jarosław Kaczynski der Parteivorsitzende. Das ist ein alter Mann zwischen 70 und 75 Jahre. Ich kenne jetzt nicht genau das Alter. Er hat keine Frau, er hat keine Kinder, er ist Single und wohnt zu Hause mit seiner Katze. So einer spricht natürlich nicht die junge Generation an. Das macht er nicht. Ne? Der ist einfach alt. Man hat das Gefühl, wenn man dem bei den Reden zuhört, dass er schon fast einschläft. Bei der K.O. sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Der Donald Tusk, der ist, ich sage jetzt mal, ein sehr aktiver, der fliegt hier und da durch Europa, der ist auch in Europa bekannt und der zeigt sich einfach ein bisschen präsenter, ein bisschen, wie soll man das sagen, ein bisschen moderner einfach. Und das macht hier die Confederacia genauso. Und ich vermute, das ist nur so meine Vermutung, dass bei der nächsten Parlamentswahlen die Confederacia auf jeden Fall über 10% kommt. Mit diesen ganzen neuwertigen Sachen, die einfach auf den Tisch bringen. Und man sieht das ja auch. Das ist eine kleine Partei und die haben 303.000 Abonnenten. Ihr könnt euch hier mal einige, ja, das sind hier übrigens hier die zwei jungen Burschen hier, die hier die Confederacia mit anführen. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Einige Videos, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt sage ich euch auch noch mal so ein bisschen meine persönliche Erfahrung, die ich hier mit den Wahlen gemacht habe. Also ich war dieses Jahr hier in Polen wählen. Das ist auch zum ersten Mal, dass ich hier in Polen wählen gegangen bin. Vorher war ich immer nur in Deutschland wählen, weil ich dann auch noch in Deutschland gelebt habe. Aber es sieht in vielen Sachen sehr ähnlich aus. Also man geht ganz mal zu einem Wahllokal. In meinem Fall war das jetzt eine Grundschule. In Deutschland war ich auch schon mal in einer Grundschule wählen oder in einem Amt. Das sieht hier genauso aus. Man kommt dann ganz normal rein, man geht zum Wahlhelfer, zeigt seinen Ausweis, der hakt ab, dass man wählen gegangen ist, dann kriegt man einen Wahlzettel und ich war erstmal sehr erschrocken, weil ich habe wirklich so einen Wahlzettel gekriegt. Also in Deutschland ist das ja irgendwie so ein Blatt, was du dann aufklappst, ja, und hier kriegst du
so ein Wahlzettel. Also das ist wirklich gigantisch, dass ich mir gedacht habe, wohin damit? Aber okay, ich habe es genommen. Ich habe natürlich auch meine Kreuze gemacht, aber es war irgendwie gar nicht so anonym, wie ich das zum Beispiel aus Deutschland kenne. In Deutschland war das ja so, man geht rein und man muss dann warten wirklich, bis dann derjenige, der gewählt hat, auch wieder rausgegangen ist. Man setzt sich ja an seinen Tisch, dann hat man ja diesen typischen Sichtschutz. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Man muss auch sagen, es war eine lange Schlange zum Wählen, damit man überhaupt wählen kann. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also ihr müsst euch das mal so vorstellen, ich war in dem Klassenraum, ich saß an dem Tisch, wo ich wählen kann. Der Sichtschutz war irgendwie nur zur Hälfte, das heißt, hier überall sind Leute rumgelaufen. Es waren mindestens 50, 60 Leute in diesem ganzen Klassenraum und jeder konnte mir eigentlich auf den Wahlzettel schauen. Da war nichts von Anonymität, gar nichts. Und ich weiß nicht, ich war da irgendwie so ein bisschen verwirrt, weil ich denke mir, wie läuft das hier ab? Total chaotisch ist zumindest so meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob es in jedem Wahllokal so war. Wenn jemand von euch wählen war, könnt ihr mir mal bitte in den Kommentaren hinterlassen, wie es bei euch war. War es bei euch auch so hektisch und chaotisch? Ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, die mehr ländlich wohnen. Bei dem war es nicht so chaotisch. Da wurde das wirklich eingehalten, dass in den Raum reingeht, der auch gerade wählt. Und erst wenn derjenige rausgegangen ist, wurde ein neuer reingelassen. Bei mir war das überhaupt nicht der Fall. Da war Chaos pur. Also wirklich. Aber war auf jeden Fall ein sehr interessantes Erlebnis. Und ja, mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr überhaupt wählen würdet. Und ja, hinterlasst mir das auf jeden Fall mal in den Kommentaren. Müsst ihr natürlich auch nicht hinterlassen. Ich kann das auch verstehen, wenn der ein oder andere das anonym lassen möchte. Das war auf jeden Fall mein Beitrag zu diesen ganzen Wahlen 2023 hier in Polen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft vielleicht noch ein paar politische Videos rauskommen. Ich versuche aber wirklich das Thema Politik etwas niedrig zu halten. Aber man muss einfach sagen, derzeit geschieht sehr viel in Polen und ich denke, das ist auch wichtig, auch darüber zu berichten, weil das einfach auch ein Teil von Polen ist. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und die Glocke auch zu aktivieren. Like auch das Video und ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Ciao.